Ja, das sind die Spiele, die am meisten Spaß machen. Also ich glaube, ich spreche da für alle. Aus den Gründen wollte man Fußballer werden. 21 Uhr, Flutlicht. Lass uns noch mal kurz auf gestern blicken, auf eine Szene vielleicht in der Nachspielzeit. Habt ihr die im Bus noch mal durchgesprochen oder vielleicht heute Morgen beim Training? Also haben wir jetzt nicht. Ich habe mit Sabi kurz nach dem Spiel direkt in der Kabine drüber gesprochen. Ich habe ein ähnliches Tor gemacht, nicht ganz so, aber ein ähnliches gegen Leipzig, wo ich reinkam und hatte im Kopf eigentlich, komm, schieß. Dann habe ich aber so aus dem Augenwinkel gesehen, dass von uns auch 1, 2 Spieler positioniert sind und dadurch wurde die Hereingabe vielleicht ein bisschen mit dem Gedankengang, dass ich doch schieße, aber wollte ich wirklich quer spielen und war ein bisschen zu scharf und wir kamen da leider einen Schritt zu spät. Deswegen, ja, sehr ärgerlich, hat mich gestern auch noch beschäftigt. Champions League, K.O.-Phase. Was löst das in dir aus? Ja, das sind die Spiele, die am meisten Spaß machen. Also ich glaube, ich spreche da für alle. Aus den Gründen wollte man Fußballer werden. 21 Uhr, Flutlicht, Champions League Achtelfinale. Also gibt nicht viel Größeres, außer das Viertelfinale, das Halbfinale, das Finale. Aber wie gesagt, das ist ein tolles Spiel. Ich glaube, das ist auch eine tolle Atmosphäre dort und wir freuen uns unglaublich auf das Spiel. Die Champions League ist ja, oder kann man glaube ich sagen, euer Wettbewerb. In dieser Saison, da habt ihr sehr gute Leistungen gezeigt, die sogenannte Todesgruppe auch als Tabellenführer überstanden. Inwiefern kann euch das auch in diesem Spiel, in diesen Spielen einen Push geben? Ja, ich glaube, beim Champions League Achtelfinalspiel brauchst du keinen Push mehr. Also ich glaube, wenn wir da morgen auflaufen und irgendeiner hat Motivationsprobleme, wenn wir uns mit dem Bus Richtung Eindhoven bewegen und wir da im Abschlusstraining das Training im Stadion machen, unser Abschlusstraining, dann ist irgendwie fehl am Platz und ich glaube, dass, so wie ich die Mannschaft kennengelernt habe und wie ich denke, wie wir ticken, werden wir eine Vollgas-Veranstaltung zeigen wollen, wie gut uns das gelingt und was am Ende dabei rauskommt, aber ich glaube nicht, dass es an der Motivation scheitern wird. Ich glaube, bis gestern war der Fokus voll auf das Spiel in Wolfsburg gelegt. Ab heute ging es dann wahrscheinlich auch schon in Richtung Dienstagabend, das Spiel in Eindhoven. Habt ihr schon mal über den Gegner gesprochen? Nicht so viel bis jetzt, weil natürlich das immer Schlag auf Schlag geht. Wir haben mit gestern im Spiel natürlich gewisse Dinge heute besprochen und darüber geredet, aber jetzt gehen die englischen Wochen wieder los. Das ist natürlich auch der Grund, warum wir jetzt auch nicht so viel Zeit haben, um uns mit dem Wolfsburg-Spiel zu beschäftigen und was wir auch eigentlich nicht so tun sollten, sondern wir sollten den Fokus jetzt direkt auf das legen, was uns am Dienstag erwartet. Trotzdem vielleicht 1, 2 Dinge besprechen, die wir hätten besser machen können und versuchen, die am Dienstag besser umzusetzen. Lass uns mal auf PSV ein bisschen blicken. Ich habe mir die Tabelle mal angeguckt. 70:10 Tore, die sind souveräner Tabellenführer in den Niederlanden. Was kommt da auf euch zu? Ja, ich glaube, dass sie nicht nur jetzt in ihrer Liga, die ich nicht jetzt so gut einschätzen kann, weil ich jetzt nicht so die Eredivisie anschaue, aber vor allem auch in der Champions League ja, weitergekommen sind und das immer schon ja, ein Fingerzeig ist für jeden Verein, der sich da durchsetzt in der Gruppenphase. Ist egal, ob wir jetzt eine Todesgruppe haben oder keine Ahnung, wer da in deiner Gruppe ist, weil jeder Gegner, der in der Champions League spielt, hat eine Qualität und sie stehen dadurch auch zurecht im Achtelfinale und allein aus dem Grund wird es kein einfaches Spiel werden. Und ich bin sehr gespannt auf die Atmosphäre dort, auf das Stadion dort. Ich habe da selbst noch nicht gespielt und kann jetzt nur aus der Ferne sagen oder von meinem Eindruck, dass es ein sehr guter Gegner ist. Du kennst zumindest einen Spieler, glaube ich, ganz gut, der da spielt, Malik Tillmann. Den hättest du mal angerufen können. Habt ihr mal Kontakt gehabt im Vorfeld? Nee, bis jetzt nicht. Also ich hatte mit Malik ein gutes Verhältnis, wo wir zusammen bei Bayern München waren. Er hat oft bei uns mittrainiert, hat sogar, glaube ich, ein paar Spiele mit uns gemacht. Sehr aufstrebendes Talent gewesen, mit sehr viel Qualität. War jetzt natürlich noch nicht ganz so weit, wie es jetzt ist. Ich habe natürlich auch ein bisschen verfolgt, was er bei Glasgow Rangers gemacht hat. Und ich denke, mit dem Schritt jetzt zu PSV ist er nochmal einen Schritt höher gekommen und spielt, glaube ich, dort auch immer. Und kann nur sagen, wenn er sich noch weiterentwickelt hat zu dem, wie gut er schon damals war, müssen wir gut aufpassen am Dienstag auf ihn.
Gut, aufpassen müsst ihr wahrscheinlich auch für Luc de Jong, der schießt Tor um Tor in der niederländischen Liga. Ich habe schon das ein oder andere Mal gegen ihn gespielt. Kann ungefähr einschätzen, was ein Typ von Stürmer ist. Und deswegen freue ich mich auf die Aufgabe. Was wird wichtig sein für euch konkret, um da zu bestehen? Ich glaube, dass PSV eine Mannschaft ist, die auch sehr gern selbst den Ball hat. Die aber auch, so wie wir, nicht so gern vielleicht immer hinterherrennen. Wir sind gerade an gewissen Themen dran. Ich glaube, unsere Spielarten sind nicht ganz so verschieden. Ich glaube aber, dass wir da mit eigenem Ballbesitz, vor allem mit schnellem Umschalten, PSV vor Probleme stellen können. Ich bin aber auch davon überzeugt, dass es in die andere Richtung auch gehen kann, dass PSV die Möglichkeiten hat, schnell umzuschalten, wo wir eine ordentliche Restverteidigung haben müssen, hellwach sein müssen über die komplette Spielzeit und dann hoffentlich mit einem besseren Ausgang für uns. Es ist ja ein etwas ungewöhnliches Champions-League-Auswärtsspiel, sage ich jetzt mal. Normal geht es am Tag vor dem Spiel in den Flieger und dann irgendwo hin nach Europa. Geht es jetzt auch, aber halt mit dem Bus, wenn ich richtig gehört habe. Nimm uns doch mal ein bisschen mit. Wie sieht's aus? Wie läuft denn da die Vorbereitung? Ich hatte es auch erst, glaube ich, einmal in meiner Karriere, dass ich in der Champions League mit dem Bus angereist bin. Das war mit Bayern gegen Salzburg. Ansonsten auch immer geflogen, deswegen nichtsdestotrotz kennen wir den Ablauf. Ich glaube, jeder von uns ist lang genug dabei. Jeder von uns weiß, dass diese Reisen dazugehören und nicht spielentscheidend sind, sondern eher da, wie du die Sache in den 90 Minuten angehst und wie du dich darauf vorbereitest, vom Schlaf, vom Training, von allem, was dazugehört. Und deswegen, glaube ich, wird es keine Probleme machen.